der für Menschen zugänglich ist, weil das, was man in der Studie gemacht hat, kann man so nicht 1:1 auf den Menschen übertragen. Aber es geht auch um was anderes. But it does show something very, very important, is that if I can put more stem cells in circulation, the body has the biology, the mechanism of using these stem cells for tissue repair. Aber es zeigt ganz deutlich, dass wenn es möglich ist, dem Körper zu helfen, mehr Stammzellen zu mobilisieren, er viel besser regenerieren und reparieren kann. Let's look at diabetes. Schauen wir uns Diabetes an. To show that putting more stem cells in circulation can help diabetes, I need to show two things. Um euch zu zeigen, was Stammzellen da mit der Behandlung von Diabetes zu tun haben, muss ich zwei Dinge zeigen. I need to demonstrate that stem cells from the bone marrow can naturally, without any stimulation of any kind, can leave, like it's a normal process. They can leave the bone marrow, go to the pancreas, and become insulin-producing cells in the pancreas. Als erstes müssen wir uns anschauen, dass es tatsächlich ganz natürlich, ohne irgendwelche Einwirkungen von außen, normal ist, dass Stammzellen aus dem Knochenmark freigesetzt werden, in die Bauchspeicheldrüse hineinwandern und dort insulin produzierendes Gewebe selbst herstellen. Now, if I can show that this is a normal part of our physiology, the next step is to have a case of diabetes and then put more stem cells in circulation and see if I can change the evolution or change, like help recover from the disease. Und wenn wir sehen, dass das ein normaler Prozess ist, dann ist natürlich spannend zu schauen, wenn wir einen manifesten Diabetes haben, was dann passiert, wenn mehr Stammzellen frei zirkulieren. Any doubts? Zweifel? Okay, here's a very, very ingenious study in which scientists took male mice. Also hier haben wir eine sehr, sehr außergewöhnliche Studie oder sehr spannende Studie, in der man männliche Mäuse genommen hat. And they did a genetic manipulation where they coupled the gene for insulin to the gene for green fluorescent protein. Und hier hat man was sehr Schlaues gemacht. Man hat die DNA, die für das Insulinproduzieren zuständig ist, gekoppelt mit der DNA, ihr erinnert euch an vorher, die grün fluoresziert. You remember green fluorescent protein? Ihr erinnert euch an das TFP? So we take the first fertilized egg, the first cell of these male mice, and to this cell we make the genetic manipulation. Die erste Zelle von dieser Maus und dort wird sofort diese Manipulation gemacht. So the whole animal develops, and later on in that animal, if any cell starts to make insulin, it will turn green. Und wenn also dieses Tier sich dann entwickelt und irgendwann eine Zelle beschließt, Insulin zu produzieren, dann wird sie anfangen, grün zu leuchten. That includes their stem cells. Und natürlich auch eben die Stammzellen. The irradiated female mice, which kills all the stem cells in the bone marrow. Dann haben wir hier die weibliche Maus, die bestrahlt wurde, sodass alle Stammzellen vernichtet wurden. And then they injected stem cells from these male mice in these female mice. Und dann wurden Stammzellen von diesen männlichen Mäusen in die weiblichen Mäuse injiziert. So I have female mice. All the cells in their body do not have the Y chromosome, except the cells in their bone marrow, so we can identify them. And if any one of them starts to make insulin, it will turn green. Und jetzt haben wir natürlich diese Stammzellen aus der männlichen Zelle mit dem Y-Chromosom. Das bedeutet, wir können ganz eindeutig erkennen, ob diese Zelle männlich oder weiblich ist. Und wir wissen, dass wenn diese Stammzelle anfängt, irgendwann Insulin zu produzieren, dass sie dann grün wird. So something like 6 weeks later, they went to see in the pancreas. 6 Wochen später hat man in der Bauchspeicheldrüse nachgeschaut. Look at this cell isolated from the pancreas. Seht ihr eine isolierte Zelle aus der Bauchspeicheldrüse? They put a black light and it starts to glow. Und man hat Schwarzlicht draufgegeben und sie hat tatsächlich angefangen zu leuchten. So we can tell that it has transcribed the gene for insulin. Das heißt, sie hat das Gen, was Insulin produziert, aktiviert. But is it really a normal cell? Does it make insulin? Aber ist es wirklich eine normale Zelle? Produziert sie auch wirklich Insulin? Using a red dye for insulin, it's clear that that cell makes insulin. Und dann hat man auch das Insulin markiert und mit Rot konnte man sehen, dass sie tatsächlich Insulin produziert. And it is right between these two other normal pancreatic cells. Und sie befindet sich genau in Nachbarschaft zu den anderen normalen Zellen. It's not a Frankenstein cell, it's not a lazy cell, it's not an overproductive cell, it's just a normal cell. Es ist keine Frankenstein-Zelle, es ist keine faule Zelle oder superfleißige Zelle, es ist einfach eine ganz normale Zelle. And as you will see as we move forward in this presentation,
this is a very, very normal cell of your pancreas. All the cells in your pancreas, people here in the room, we don't have any of these cells that we're born with. They all came from this process. Alle von euch, die hier jetzt in diesem Raum sind, die Zellen, die ihr in eurer Bauchspeicheldrüse habt, die Insulin produzieren, kommen aus diesem Prozess. And it has the Y chromosome, so it does come from the bone marrow. Und wir sehen eben das Y-Chromosom als Beweis, dass das eben aus diesem Knochenmark kam. So naturally, stem cells can leave the bone marrow, go to the pancreas, and any other tissue, but they can go to the pancreas and become normal insulin-producing cells. Also wir sehen, aus dem Knochenmark können Stammzellen freigesetzt werden, in die Bauchspeicheldrüse gehen, dort Insulin produzierende Zellen selbst werden und dann Insulin produzieren. So next question, can I change the course of the development of diabetes? Kann man denn damit jetzt die Entwicklung von Diabetes irgendwie verändern? If you are not coming from a scientific field, you may not have thought to this reality that if you want to study a disease in humans and you use animals, you cannot find a mouse that is diabetic or that has Parkinson or a mouse that Alzheimer's and forgot what a cat is. You don't exist. Jetzt haben wir ein wichtiges Problem. Wir können ja nicht mit Menschen Experimente machen, sondern nur mit Tieren. Und bei Tieren ist das Problem, dass wir das nicht 1:1 übertragen können, weil es in der Regel normalerweise keine übergewichtigen Mäuse gibt und auch keine Mäuse mit Alzheimer, die vergessen haben, was eine Katze ist. So we need to find a way to trigger a problem that is identical or similar to the human disease, and then we try to do something about it. Das heißt, die Tiere müssen erst manipuliert werden. Es wird künstlich irgendwie dafür gesorgt, dass die Symptome entstehen, die wir aus unseren Erkrankungen kennen. Und dann schaut man, wie man das behandelt. If you make a hole in the skull of a mouse and you put some aluminum, you will develop, for example, the same phenomenon as Alzheimer's in a human. As an example. Wenn man zum Beispiel ein kleines Loch bohrt in die Schädel von einer Maus und dort gewisse Stoffe reingibt, dann entsteht Alzheimer. For diabetes, it's a bacterial toxin called streptozotocin. Und bei den insulinproduzierenden Zellen wird ein Gift verwendet, Streptozotocin, und das vernichtet sozusagen die insulinproduzierenden Zellen. Forget the names, obviously, it's irrelevant. Den Namen wollte ich nicht mehr. This is a normal island of Langerhans, the part of the pancreas that makes insulin. Ihr seht hier die sogenannten Langerhans-Zellen oder Inseln. Das ist so ein eigener Bereich in der Bauchspeicheldrüse, die heißen so, hier wird das Insulin produziert. When you inject streptozotocin, this bacterial toxin, this becomes this. It loses its ability to make insulin. Wenn man das Gift injiziert, dann seht ihr das zweite Bild, was dann passiert. Diese Zellen verlieren ihre Fähigkeit, Insulin zu produzieren. These mice are diabetic. If we don't give them insulin, they will suffer from all the consequences of diabetes. Das heißt, wir haben jetzt eine diabetische Maus. Wenn wir ihr kein Insulin injizieren, bekommt sie genau die Probleme, die ein Diabetiker hat. Then in the third group of mice, they injected streptozotocin, followed by triggering the release of the mice's own stem cells. Dann hat man eine weitere Gruppe gemacht und man hat auch ihnen dieses Gift injiziert, aber zusätzlich die Botenstoffe, die dafür sorgen, dass mehr Stammzellen freigesetzt werden. And you get a partial reconstitution of the islet of Langerhans, but it's enough so that these mice are physiologically normal. Und teilweise stellt sich dann diese Struktur wieder her, sodass diese Zellen nicht diabetisch sind. I'm presenting you here purposefully. I'm presenting you here health problems for which medicine cannot do anything. Just to show the potential of stem cells. Ich zeige euch ganz bewusst hier Dinge, wo die normale klassische Medizin keine Antworten hat bisher, keine Lösungen. Und das ist aber das, was unsere Stammzellen können. A similar study was repeated in humans with 14 people recently diagnosed for insulin-dependent diabetes, and after 2 rounds of release of their own stem cells, 13 of them were insulin-independent between 3 to 36 months. Und mit Menschen wurde auch eine Studie gemacht mit 14 Personen, wo man auch ganz bewusst die Stammzellmobilisation erhöht hat durch Injektionen, und von den 14 sind 13 nicht mehr diabetisch. I am not telling you we found a cure for diabetes. I am showing you the potential of the stem cells sitting right now in your bone marrow. Ich sage nicht, dass wir die Heilung gefunden haben für Diabetes. Ich sage nur, dass wir das Potenzial zur Heilung inzwischen kennen, was der Körper innewohnt. Here's the last one, nervous system. Letztes Beispiel, Nervensystem. My background is neurophysiology. I studied in neurophysiology, and I was told, like most of you have heard, we don't make new brain cells. The brain does not regenerate.
right? Und ich selbst bin Neurophysiologe und ich habe auch damals in meinem Studium gelernt, Hirnzellen können sich nicht regenerieren. Old knowledge. Your Altes brain Wissen. regenerates and it does it every day. Das altes Wissen, das Gehirn kann sich regenerieren und es macht das jeden Tag. Here's a study, and there are many studies for diabetes, for the heart, for the brain as well. I'm just picking those that are obvious to illustrate this phenomenon to you. Ich habe jetzt ganz bewusst einfach nur einige Studien ausgewählt, um euch das so plastisch wie möglich zu illustrieren. Diabetes is the loss of cells that are releasing dopamine in one specific area of the brain. Sorry, in Parkinson. Jetzt reden wir von Parkinson. Bei Diabetes haben wir, dass die Langerhanszellen zugrunde gehen und hier im Gehirn bei Parkinson haben wir bestimmte Zellen, die auch zugrunde gehen und dadurch dann diese Krankheit hervorrufen. So the scientific model is to inject 6-hydroxydopamine in that area of the brain and it kills the neurons making dopamine. Und was man jetzt hier in der Studie gemacht hat, man hat ein Gift injiziert, wodurch eben die Zellen, die Dopamin herstellen, wodurch dann eben, wenn die weg sind, das Parkinson entsteht, dass das einfach dann eintritt. And the mice develop Parkinson's. Und die Mäuse bekamen dann Parkinson. How do you quantify Parkinson in a mouse? Wie kann man jetzt bei einer Maus irgendwie das bewerten, wie stark jetzt der Parkinson ist? You've all seen a mouse somewhere in your life. Ihr habt alle bestimmt schon mal eine Maus gesehen, irgendwo in eurem Leben. They walk a little bit, they stop, they walk a little bit, they stop, and they move in stretch like this. Sie bewegen sich auf eine ganz bestimmte Art und Weise, bewegen sich, bleiben stehen, bewegen sich, bleiben stehen. And they stop on average 10 seconds. Und sie stoppen normalerweise so 10 Sekunden. When they develop full Parkinson, they can stay more than 1 minute reluctant to move because they have a loss of balance. Wenn sie Parkinson entwickelt haben, dann bleiben sie fast eine Minute oder länger stehen, bevor sie sich wieder anfangen zu bewegen. If you give these animals L-Dopa and Carbidopa, the traditional treatment for Parkinson, it's better. Wenn sie aber die normale Behandlung bekommen, die wir auch anwenden bei Menschen, wo man bestimmte Sachen gibt, dann wird das besser. But if you trigger the release of the mouse on the stem cells, you're close to back to control. Und in den letzten beiden seht ihr, wenn wir nur unterstützen, dass mehr Stammzellen freigesetzt werden, haben wir auch schon einen sehr guten Effekt. Now the scientists wanted to quantify the evolution of the problem, so they use a very ingenious method. Jetzt wollte man das irgendwie messen. Wie kann man das denn irgendwie besser messen? Und sie haben eine gute Methode dafür gefunden. They put a piece of tape on the nose of the mouse and they counted the time to take it off. Und sie haben einfach so einen Aufkleber der Maus auf die Nase gesetzt und geguckt, wie lange sie braucht, um den wieder runterzukriegen. A normal mouse will take 2-3 seconds after 1 day, 1 week, 2 weeks. Eine normale Maus braucht nur ganz wenige Sekunden. Also man hat jetzt 3-mal getestet, nach einem Tag, nach 7 Tagen, nach 14 Tagen und sie braucht nur ein paar Sekunden. Here's the development of Parkinson. With the loss of coordination, it takes more than 20 seconds once Parkinson is developed. Sobald sich der Parkinson entwickelt, braucht die Maus schon über 20 Sekunden, bis sie das hinkriegt. With L-Dopa, Carbidopa, you see the same evolution, it's just reduced. Wenn wir Medikamente geben, dann sehen wir trotzdem dieselbe Entwicklung, aber reduziert. But with the release of the mouse on stem cells, you see problem, repair. Und im letzten Fall, wenn wir einfach die Stammzellfreisetzung stimulieren, dann haben wir zwar erstmal den Anstieg im Problem, aber danach schon die Regeneration. I can show you the same data for spinal cord injury, for stroke, the brain repairs. Und dasselbe, solche Studien kann ich euch zeigen, zum Beispiel bei Problemen im Rückenmark, im Herz oder im Gehirn. We cannot study this phenomenon without using problems, diseases. My aim here is not to tell you we can cure diseases. My aim is just to show you what is the potential of the stem cells sitting in your bone marrow. That's it. An Krankheiten können wir besser studieren und verstehen, wie der Körper funktioniert. Es geht jetzt aber nicht wirklich nur um diese Krankheit. Es geht darum zu verstehen, wie funktioniert mein Körper. Forget diseases. Just understand your stem cells can become pancreatic cells, heart cells, brain cells, lung cells, liver cells, skin cells, every cell you can. Vergesst die Krankheiten, macht euch nur bewusst, jede Stammzelle in deinem Körper hat das Potenzial, jede Form von Gewebe in deinem Körper zu werden. Now the most important part is this third conclusion. Der wichtigste Punkt ist jetzt diese dritte Schlussfolgerung. And it's the corollary of the first two. The first two means
More stem cells in your body means you can do better. The last one is, if you have fewer stem cells in your circulation, you are now more at risk of developing problems. Die letzte Schlussfolgerung ist einfach nur der Gegenpol zu dem, was wir vorher gesagt haben. Wir haben gesagt, mehr Stammzellen im Körper, mehr Gesundheit. Weniger Stammzellen im Körper heißt höheres Risiko für Erkrankungen. This part is what I mean when I say this is called to change the way that we practice medicine, because it's giving us a completely new understanding of disease formation. Und wenn wir das verstehen, dann ist das wirklich eine Veränderung im Weltbild, weil wir jetzt ganz anders Krankheit und die Krankheitsentstehung verstehen. Okay. The general understanding of disease formation, I'm really simplifying, but if you think about it just a few moments, it's cellular loss. Das ist mal ganz einfach. Unser Verständnis von Krankheit, jetzt im allgemeinen, ganz simplen Sinne, ist Verlust von Zellen. You lose cells in the heart, you have heart problem. You lose cells in the pancreas, you have diabetes. You lose cells in the lung, you have emphysema. Every single degenerative disease, if you think about it, it's the loss of cells in a part of your body. Jede degenerative Erkrankung ist verbunden mit einem Verlust von Zellen. Bleiben wir beim Beispiel Bauchspeicheldrüse. Wenn die Zellen, die Insulin produzieren, nicht mehr da sind, bekomme ich Diabetes. Also das heißt, es sind Zellen verloren gegangen und egal in welches System wir schauen, früher oder später enden wir genau bei diesem Punkt. We give them all kinds of labels, different labels, and make them see all different. But if you look from a distance, it's cellular loss. Jede Erkrankung hat ihr eigenes Label, ihr eigenes Schild und dann hat man diese Erkrankung und diese Erkrankung und diese Erkrankung. Aber wenn wir auf diese Ebene gehen, sehen wir das größere Bild. Okay, so life is like this. We are born, we mature, we reach 20, 25 years of age, which is peak health, and then from there, it's a decline. Is it not the way that we think of disease formation? So ist es, wie wir es normalerweise denken. Wir sind geboren und wir sind fit und leistungsfähig. Bei 20, 25 ungefähr kommt dann der Wechsel und dann altern wir und dann ist das, was wir normalerweise eben mit dem Leben verbinden. It's like saying, at birth, we give you a certain amount of money in a bank account, that's your genetics, and we tell you, spend it wisely. This is your lifestyle. Und das ist ein bisschen so, hat man halt gedacht, das ist wie ein Bankkonto, das bekomme ich bei meiner Geburt, da ist eine gewisse Menge Geld drauf und ich soll mir das einteilen, damit das für mein Leben gut reicht. But if you remember, the first study that we talked about, turning blood into brain. Aber wenn ihr euch erinnert an die erste Studie, die ich euch eben gezeigt habe, wie man Blut in Hirnzellen verwandelt, when they saw this brain cell coming from the bone marrow, these mice did not have brain injury. Als man diese Hirnzelle gefunden hat, wo man wusste, das ist eine Stammzelle aus dem Knochenmark, da war keine Verletzung in dem Gehirn. In another study identical to this one, they were left with many mice at the end of the study, and they kept it for about 1 year. Es gab eine Studie, die man mit Mäusen durchgeführt hat, anderes Thema, aber man hat diese Mäuse noch 1 Jahr weiter gehalten. At the end of 1 year, they found cells with the Y chromosome, meaning coming from the bone marrow, in the lung, in the liver, in the skin, in the digestive system, in every single tissue that they looked at. Und in allen möglichen Geweben fanden sich diese Stammzellen, die sich dann transformiert hatten, eben in unterschiedlichste Gewebe. Without any injury. Ohne dass da Verletzungen waren. So, incidental observation. No study, it's not true. One study was done, and we'll talk about it. But most studies simply reported these incidental observations that is telling us that that repair system does not only work when something is broken, it's working every day in the background to just maintain things. Und das waren jetzt eher so Zufallsfunde. Es gibt eine Studie, über die ihr gleich sprechen wird, aber man hat eher zufällig festgestellt, dass die Stammzellen, ohne dass einfach irgendwo eine Verletzung ist, einfach anfangen, zu einer Leberzelle zu werden, zu einer insulinproduzierenden Zelle und so weiter. Also wirklich eine ganz spannende Erkenntnis, die eher per Zufall dann rauskommt. And it's just intuitively, it makes sense. Nothing in life is static. Everything moves. So we lose cells and we replace them. Und im Grunde ist es ja logisch, das ist das, wie das Leben funktioniert. Es entsteht etwas, es vergeht etwas. Wir haben einen stetigen Wechsel. There's only one study that was done to document this phenomenon, so it's a little bit complex, but let's go through it because I think it's fascinating. Es gibt I hope you like it. eine Studie, die wir uns auf jeden Fall jetzt anschauen und ich hoffe, dass sie euch auch gefallen wird. Es ist sehr faszinierend.
Okay, the level of radioactive carbon for as long as the Earth exists has been roughly 0. Wir machen jetzt einen kleinen Ausflug. Also stellt euch darauf ein, Radiokarbon, also die Radioaktivität auf der Welt, war über viele, viele Jahrhunderte relativ konstant. Until 1950, when they started to test nuclear bomb above ground, and then the amount of radioactive carbon just rose sharply in the atmosphere. Bis zu den ersten Atombombentests. Und dann ist natürlich die Radioaktivität insgesamt auf der Welt massiv gestiegen, wie man hier in diesem Bild sieht. Until 1965, when there was an international ban of above-ground nuclear testing. Und das war bis 1965, da wurde dann verboten, dass man überirdisch sozusagen Atomtests machen kann. Now, carbon is used in the atmosphere, and through photosynthesis, it's included into plants. Kohlenstoff ist ja etwas, was in der Natur vorkommt, und über Photosynthese wandert es in die Pflanzen. We eat plants, animals eat plants, and we eat the animals. Wir essen Pflanzen, Tiere essen Pflanzen, wir essen Tiere, und so wandert natürlich dieses Kohlenstoff in unseren Körper. That means the carbon that is in my stomach reflects the ratio of radioactive carbon in the atmosphere. Das bedeutet, der Kohlenstoff, der in meinem Körper zu finden ist, reflektiert natürlich oder zeigt, wie viel radioaktiver Kohlenstoff zu dem Zeitpunkt in meiner Umwelt war. If one of my cells divides, it needs to duplicate the DNA. Wenn die Zelle sich teilt, dann dupliziert sie ihre DNA. The DNA is made out of carbon. Die DNA besteht unter anderem auch aus Kohlenstoff. So where is the carbon coming from to make the DNA? From my diet. Wo kommt denn jetzt der Kohlenstoff her, wenn eine Zelle sich teilt? Aus der Ernährung. So the ratio of radioactive carbon in the DNA will reflect what's in the atmosphere. So, das bedeutet, wenn ich mir das dann angucke, dann sehen wir eben auch wieder direkt, wie viel radioaktiver Kohlenstoff ist denn jetzt in der Atmosphäre. So if I take a cell and I measure the amount of radioactivity in that DNA, it will tell me when in the life of an individual that cell was born. Wenn ich mir also anschaue, wie viel Radioaktivität sozusagen in einer Zelle ist, dann weiß ich genau, in welchem Jahr diese Zelle entstanden ist. I can study. I have two possibilities. Either all the cells are made between, let's say, 5 to 10 years old, and then that's it, it's sealed, or cells appear during the entire life of an individual. So, jetzt gibt es zwei Denkmodelle. Die eine Möglichkeit, die wir es ganz am Anfang gehört haben, wir haben am Anfang sozusagen alle Zellen bekommen und es gibt nur die Degeneration, dann müssten wir das ja sehen. Oder es gibt eine permanente Regeneration und dann würden wir ein anderes Ergebnis bekommen. So in that specific study, now you can forget all of this. In that specific study, they looked at the heart. And the conclusion is that in a normal lifetime, let's say 50, 60 years, we have a completely new heart. Und was wir inzwischen wissen, ist, dass wenn jemand 50, 60 Jahre ist, alle Zellen komplett erneuert sind. Das sind nicht mehr die alten Zellen. Impressive, isn't it? Beeindruckend, oder? Before that, we know that the heart does not regenerate. Bis dahin war man felsenfest der Meinung, das Herz kann sich nicht regenerieren. This phenomenon is in every tissue. The time frame varies. Und dieses Phänomen finden wir in jedem Bewegung unseres Körpers. Nur die Zeit ist unterschiedlich, wie lange es dauert. The skin is every month. Die Haut braucht ungefähr einen Monat. The liver every 2-3 years. Die Leber alle 2-3 Jahre. The pancreas 4-5 years. Bauchspeicheldrüse 4-5 Jahre. No studies, aside from this one, has really looked at this specifically. So it's all incidental information, but it's clear every tissue and organ are in a constant process of turnover. Keine Studie außer dieser einen hat genau das nachgewiesen, dass eben alles in einem permanenten Regenerationsprozess ist. So health is not a slow decline. Health is a balance between two phenomena during your entire life. Cellular loss on one side, tissue renewal by stem cells on the other. Das heißt, Gesundheit ist nicht einfach etwas, was so mit der Zeit abnimmt, sondern Gesundheit ist einfach nur eine Balance zwischen den Zellen, die wir verlieren, und den Zellen, die sich wieder neu regenerieren. I'm telling you, you're having a regular income in your life, and as long as it meets your regular expenses, you're fine. Stell dir vor, du hast ein festes Einkommen und dieses Einkommen entspricht genau deinen Ausgaben, dann ist ja alles im Lot. When you're young, you have a lot of stem cells, so you repair really fast. Look at children.
they just repair really fast. Wenn du jung bist, hast du ein sehr großes Stammzellreservoir und du regenerierst super schnell, sehen wir bei Kindern. But as we age, the red marrow that makes stem cells transforms into fatty marrow, yellow marrow that does not make stem cells. So with age, we produce fewer and fewer stem cells. Aber je älter wir werden, desto mehr verwandelt sich vom roten Knochenmark in gelbes Knochenmark und nur das Rote produziert Stammzellen. Das heißt, ab einem gewissen Punkt werden nur noch weniger Stammzellen produziert. So there's a point where we cross that line when cellular loss starts to gain ground. That's when the problems slowly start to develop. Und das ist dann der Punkt, wenn eben nicht mehr genug Stammzellen produziert werden, wo dann anfangen, dass die Probleme entstehen. And what will make a person develop Parkinson's, somebody else it's diabetes, somebody else it's the heart, Alzheimer's, whatever. It's a whole series of factors. It's your genetics, your past injuries, your exposure to environmental toxins, your lifestyle, physical stress, emotional stress, your ability to handle these stresses, your diet, your ability to rest, your mother-in-law, all of this. Und jetzt ist es individuell, welche Risikofaktoren du hast, wie zum Beispiel Schwiegermutter oder Gene oder Verletzungen und so weiter, in welchem Gewebe du dann das erste Mal eben Probleme findest. Now, let me go back to my banking analogy. It's like having somebody who cannot pay for their car, somebody else cannot pay for their house, somebody else cannot pay for their study, somebody else cannot pay for their health bill. So we have car problem, house problem, school problem, and health problems. Bleiben wir mal bei dem Beispiel mit dem Geld. Angenommen, jemand hat nicht genug Geld, um sich sein Auto zu leisten, sich sein Haus zu leisten, sich sein Studium zu leisten. Dann sind das 3 unterschiedliche Probleme, aber alle verbunden damit, dass ich nicht genug Geld habe. But we only have one problem, money problems. Ja. It shows up differently in the life of different people because of different contexts and circumstances. Wir haben aber nur ein einziges Problem, nämlich zu wenig Geld. Bei dem einen führt das eben zu dem Problem kein Auto, bei dem anderen kein Studium. It's the same thing. Fewer stem cells means that you cannot compensate for cellular loss, and that cellular loss will express itself wherever you have your weakness, depending on all these factors. Und das ist genau das, je weniger Stammzellen zur Verfügung stehen, desto weniger kannst du reparieren. Und genau da, wo deine Schwachstelle ist, da werden dann die ersten Probleme auftreten. Make sense? This is an idea that started maybe 10 years ago, but I published it in 2013. Stem cells, fewer stem cells is the cause of all diseases. Und das ist etwas, was schon 10 Jahre altes Konzept ist in seinem Kopf, dass im Grunde die Menge von Stammzellen darüber entscheidet, ob und wie ich krank werde. There's a way to test for it. We can go and count the number of stem cells in circulation of people who have developed various kinds of health problems. Statistically, it should be less than healthy people. Und wenn diese Theorie stimmt, dann wäre es ja sehr einfach. Wir müssen uns einfach nur Menschen anschauen, die Erkrankungen entwickelt haben und zählen, wie viele Stammzellen sie haben und das vergleichen mit jemandem, der gesund ist. Make sense? Macht Sinn? Okay. Let's look at a number of studies right now. Schauen wir uns das mal ganz schnell an. Some of these may look complex. Don't worry about it. Just listen to the general message here. The link between stem cell number and the formation of various problems. Manche Sachen sehen vielleicht ein bisschen kompliziert aus. Konzentriere dich einfach auf die Grundaussage. Mehr oder weniger Stammzellen, mehr oder weniger Probleme. This is the number of stem cells in the bloodstream of people with normal glucose tolerance, impaired fasting glucose, impaired glucose tolerance, and diabetes. Hier seht ihr die Anzahl von Stammzellen, die Menschen haben. Zum Beispiel von links einfach jemand, der gesund ist, keine Probleme mit dem Blutzucker, dann beginnende Probleme mit dem Blutzucker, dann schon eine sogenannte Insulinresistenz, die Vorstufe zum Diabetes und auf der letzte Punkt ein manifester Diabetes. There's a direct relationship. Man sieht ganz deutlich, es gibt eine Verbindung zwischen Anzahl von Stammzellen und der Erkrankung. People with kidney disease. This is normal people, control, that's the level of stem cells. This is the level of stem cells in the bloodstream of people who are under dialysis. Menschen mit Nierenproblemen. Auch hier wieder der Vergleich. Die eine Gruppe, gesunde Menschen, hohe Level an Stammzellen und Menschen mit Nierenproblemen, niedrige Anzahl von Stammzellen. And these are declining levels, increasing level of kidney problem. There's even a straight relationship between the number of stem cells and kidney health. Je größer das Problem, desto weniger Stammzellen. Je gesünder die Gewebe, desto mehr Stammzellen. These are people who complain of erectile function, poor erectile function, and these are control individuals.
Hier eine Studie mit erektiler Dysfunktion. So, einmal eine Kontrollgruppe, also normale Gruppe, gesunde Gruppe und die Gruppe derer, die da Probleme haben. You can see a little bit less than half the number of stem cells in people who complain of erectile function. Und auch hier ein direkter Zusammenhang, die Menschen, die Probleme haben damit, haben deutlich etwas weniger als die Hälfte an Stammzellen. If you take all these people and you give them a test to establish their international index of erectile function, and you plot this against the number of stem cells, you get a straight relationship. Es gibt einen internationalen Index für erektile Funktion oder Dysfunktion und wir sehen einen direkten Zusammenhang zwischen Stammzellenanzahl und Problematik. There's a direct link between the number of stem cells and erectile function. It's a very popular slide. Das ist eine sehr beliebte Folie hier, weil das einfach scheinbar ein wichtiges Thema ist. Now, this is a good part of erectile function is vascular health. The same thing exists for many aspects of vascular health. Eine Erektion hat natürlich wieder was mit Herz-Kreislauf-Systemen zu tun und mit der Gesundheit meiner Blutgefäße. Und da sehen wir auch wieder dann den Zusammenhang. Here's one example. Normal people with hypertension, less than half the number of stem cells in circulation. Hier seht ihr Patienten mit Bluthochdruck und auch wieder die Stammzellenanzahl im Vergleich zu gesunden. People with ischemic heart disease, various evolving heart disease, so various stages in the development of heart disease, and then control. Herzerkrankungen, koronare Herzerkrankungen, was sehr, sehr viele Menschen haben. Ihr seht, je stärker die Problematik ist, desto weniger Stammzellen und dagegen im Vergleich wieder die Kontrollgruppe, die gesunden. People with Crohn's disease, ulcerative colitis, half the number of stem cells compared to control. Bei Menschen mit entzündlichen Darmerkrankungen, Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa, auch wieder die Hälfte an Stammzellen. Lung problems, COPD, chronic obstructive pulmonary disease, same relationship. Chronische Lungenerkrankungen, COPD, auch hier wieder Hälfte der Stammzellen. Rheumatoid arthritis, same relationship. Rheumatoide Arthritis, auch wieder die Hälfte der Stammzellen. Amazing, isn't it? Ja. Spannend, ne? So I could continue to show you others. I'm not saying there are hundreds, there's about 50 of them. But they're all documenting the same thing. If people who have developed problems have on average a little bit less than half the number of stem cells that we find in healthy people. Was wir also sehen, ist, dass es gibt ungefähr 50 Studien zu der ganzen Geschichte, dass Menschen, die Erkrankungen haben, in der Regel ungefähr im Schnitt nur die Hälfte der Stammzellen haben, die im Körper frei zirkulieren sollen. So I'm working now on a review of the entire scientific literature to try to establish, just like we have a normal range for red blood cells, for platelets, for white blood cells, what is the number of stem cells under which we start to be at risk for developing a problem? Because if we can identify that, then that's called a risk factor, and now we become accepted, it becomes accepted by the whole mainstream medical field. Er arbeitet gerade an einem Review all dieser Studien, um das zu einem standardisierten wissenschaftlichen Maßstab zu machen. So wie wir wissen, wie viele Blutzellen muss jemand haben, wie viele weiße Blutkörperchen und so weiter, da gibt es ja so Range. Und hier, das gibt es ja noch nicht, dass man einfach schaut, wie viele Stammzellen brauche ich, bevor ein Problem entsteht. That's it, I'm done with the science. Is it okay? So, die Wissenschaft haben wir jetzt hinter uns.